Wer in Deutschland die Abnehmspritze will, bekommt von der Krankenkasse ein klares Nein. Der Grund dafür ist § 34 im Sozialgesetzbuch. Das steckt die Abnehmspritze in dieselbe Schublade wie Mittel gegen Haarausfall und Viagra. Der offizielle Stempel vom Staat lautet damit ganz einfach: Lifestyle-Produkt. Dabei gilt starkes Übergewicht in der Medizin längst als chronische Krankheit, bei der biologische Faktoren und Hormone eine entscheidende Rolle spielen. Das deutsche Recht basiert allerdings noch auf einem ganz anderen Verständnis. § 34 trennt bis heute strikt zwischen medizinischer Behandlung und privater Lebensführung. Das Gewicht wird rechtlich damit vor allem als Frage von Disziplin und Lebensstil behandelt. Dadurch entsteht eine Lücke zwischen Wissenschaft und Recht, denn während die Forschung die Ursachen vor allem in biologischen Mechanismen sieht, überträgt die gesetzliche Regelung Kosten und Verantwortung weitgehend auf den Einzelnen. Warum hält das System also an einer Rechtslage fest, die an der medizinischen Realität vorbeigeht? Sobald man auf die finanzielle Seite schaut, wird die Logik dahinter deutlich. In Deutschland leidet fast jeder vierte Erwachsene an krankhaftem Übergewicht. Würden die Krankenkassen die Spritze für Millionen von Menschen bezahlen, könnten die Kosten auf bis zu 50 Milliarden Euro steigen, pro Jahr natürlich. Und das würde das Gesundheitssystem massiv belasten. Aus Sicht der Kassen ist das Gesetz weniger ein moralischer Zeigefinger als eine finanzielle Notbremse, um die Beiträge für die Versicherten stabil zu halten. Das System schützt die Allgemeinheit, indem es den Einzelnen blockiert. So spart das Gesetz den Krankenkassen im Hier und Jetzt Milliarden, verlagert das Problem aber komplett auf den privaten Geldbeutel. Dem steht allerdings die biologische Realität gegenüber und genau daraus entsteht das nächste Problem. Wenn die Solidargemeinschaft die Kosten nicht übernimmt, entscheidet am Ende die private Kaufkraft über den Zugang zur Behandlung. Wer das Geld hat, zahlt also rund 300 Euro im Monat selbst in der Apotheke. Wer sich das nicht leisten kann, bleibt von der Therapie ausgeschlossen. Und genau diese finanzielle Barriere öffnet die Tür zur unerbittlichen Struktur der biologischen Abo-Falle. Denn schaut man auf die Wissenschaft, zeigt sich auch hier eine biologische Grenze. Die Abnehmspritze ist keine dauerhafte Heilung, sondern eine langfristige Behandlung. Der Wirkstoff erzeugt im Gehirn ein anhaltendes Sättigungsgefühl. Fällt das Medikament weg, endet der Effekt sofort. Die Studien zeigen deutlich, dass viele Betroffene nach dem Absetzen wieder zunehmen, ungefähr ein halbes Kilo pro Monat und dadurch deutlich schneller als nach einer gewöhnlichen Diät. Ohne den Wirkstoff steuert die Biologie also den Körper wieder in Richtung des früheren Gewichts. Und weil diese Dauertherapie Privatsache ist, liegen die Kosten bei 3.000 bis 6.000 Euro pro Jahr. Und genau dadurch entsteht die biologische Abo-Falle. Wer die Behandlung beendet, verliert den Effekt. Wer weiter davon profitieren will, muss dauerhaft bezahlen. Das Kassennein ist also kein bloßer bürokratischer Akt, sondern ein Auslöser dafür, dass körperliche Gesundheit immer mehr an den wirtschaftlichen Status gekoppelt wird. Ob man schlank und gesund bleibt, wird für viele also schlicht unbezahlbar. Und dazu prallen dann auch noch zwei Perspektiven aufeinander. Auf der einen Seite die Logik der Krankenkassen, die ihre Ausgaben im Hier und Jetzt begrenzen müssen. Auf der anderen Seite steht die Frage, was eigentlich in 10 oder 15 Jahren passiert. Wer heute mit starkem Übergewicht zum Arzt geht, erhält die Behandlung oft nicht auf Kassenkosten. Entwickelt dieselbe Person aber Jahre später Folgeerkrankungen, übernimmt das System plötzlich hohe Kosten, wie Gelenkersatz, Herzbehandlungen oder auch Reha-Maßnahmen. Finanziell greift das System also erst oft dann ein, wenn das Kind schon längst in den Brunnen gefallen ist. Und genau hier schließt sich der Kreis zum Alltag. Eine Umgebung voller schneller Kalorienbomben und überwiegend sitzende Arbeit macht es für viele Menschen schwer, ihr Gewicht langfristig zu halten. Gleichzeitig bleiben moderne Therapien für viele unbezahlbar und dadurch entsteht eine reale Belastung. Sie leben in einer Umwelt, die Gewichtszunahme begünstigen kann und müssen danach oft selbst langfristig für eine Behandlung aufkommen. Beim Hype um die Abnehmspritze geht es um viel mehr als um Diäten oder gutes Aussehen. Das Thema macht sichtbar, wo die Grenzen und Widersprüche unseres Gesundheitssystems
Gesundheitssystems liegen. Die Medizin kann heute viel mehr als zuvor, aber nicht alles, was medizinisch möglich ist, lässt sich auch für Millionen von Menschen finanzieren. Eine einfache Lösung für diesen Konflikt gibt es wohl nicht und genau deshalb bleibt am Ende auch nur eine grundlegende Frage: Was wiegt in einem solidarisch finanzierten Gesundheitssystem schwerer? Das Recht des Einzelnen auf die bestmögliche Behandlung oder die finanzielle Stabilität der Gemeinschaft, die diese Behandlung bezahlen muss?